so forceful in its impact that it becomes deeply embedded in the mind. Its intensity may be more than some wish to be exposed to, and those people should be forewarned. Lieber Bernd, ich hoffe, es geht dir gut. Wir hatten schon viel zu lange keinen Kontakt mehr zueinander. Es wäre schade, unsere Freundschaft nicht wieder aufleben zu lassen, und ich denke, dass jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen ist, dies zu tun. Hiermit lade ich dich herzlich zur Hochzeit von Marina und mir ein. In diesem Brief findest du auch die übliche Einladung, die jeder Gast bekommt. Aber ich wollte dir gerne persönlich schreiben und mich für mein langes Schweigen entschuldigen.
Guten Tag. Gröning mein Name. Ich hatte ein Zimmer für eine Nacht reserviert. Willkommen, Herr Grüning. Ich werde gleich nachschauen, ob Ihr Zimmer fertig ist. Das wäre toll. Ich habe es nämlich etwas eilig. Und ich heiße Gröning. Haben Sie mein Zimmer schon gefunden? Entschuldigung. Ich habe es wirklich eilig. Ich muss zu einer Hochzeit. Einen Moment bitte, ich suche noch den Stempel. Dann bekomme ich eine Unterschrift von Ihnen, bitte. Hier drauf? Ganz genau. Gleich hier, Herr Grüning. Ihr Zimmer befindet sich im 1. Stock. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Bevor ich es vergesse, gibt es in diesem Hotel WLAN für Gäste? Nein, so etwas haben wir hier nicht. Das ist schade, weil mein Handy hier draußen keinen Empfang hat. Können Sie mir dann bitte sagen, wie ich zur Bergallee komme? Natürlich, gerne. Sie fahren die Einfahrt hinunter nach links und dann immer geradeaus. Die Bergallee befindet sich rechts. Sie können es gar nicht verfehlen. Links? Aber das Zentrum liegt doch rechts von hier. Links geht es zurück zur Autobahn. Ja, stimmt. Sie fahren also nach rechts. Und dann müssen Sie zur Bergallee. Danke. Ich werde es schon finden.
Hier, mein Zimmerschlüssel. Vielen Dank, Herr Gröning. Ja, genau. Du, von den ganzen Dingen habe ich überhaupt gar keinen Plan. Kennst du den? Darum fahre ich nicht gern aufs Land. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Oh, sind Sie auch auf dem Weg zur Hochzeit? Ich habe mich nämlich völlig verfahren. Vielleicht kann ich Ihnen hinterherfahren, wenn... Welche Hochzeit? Ach, schon gut. Also kann ich Ihnen irgendwie helfen. Ich habe zwar kein Starterkabel, aber... Mit dem Wagen ist alles in Ordnung. Ich würde nur gern wissen, wie man fährt. Wie bitte? Kannst du mir zeigen, wie man fährt? Tut mir leid, ich muss weiter. Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei, der Ihnen... Was soll denn das? Du bist gar keiner von uns. Und? Gefunden, was Sie suchen? Bitte? Das war ein Scherz, weil Sie die ganze Zeit auf das Glas starren. Ach so, nein, sorry. Bin schon den ganzen Tag etwas neben der Spur. Ach, das macht doch nichts. Jeder hat mal solche Tage. Ich bin übrigens Annabelle. Und Sie sind? Sehr erfreut. Ich heiße Bernd. Das freut mich. Annabelle. Ah, Sie haben es sich also anders überlegt. Kennen wir uns? Wir sind uns vor dem Hotel begegnet. Und dann sind Sie sehr zielstrebig Richtung Ortsausgang gefahren. So, als ob Sie auf der Flucht gewesen wären. Ach so. Nein. Ich war in Eile und die Rezeptionistin hat mich in die Irre geschickt. Erstaunlich. Naja, ich würde gerne noch etwas mit Ihnen plaudern, aber ich muss leider noch etwas erledigen. Vielleicht haben wir ja später noch mal Gelegenheit. Und schön weiterfeiern. Wer war das? Das war Marinas Bruder Konrad. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du der einzige normale Mensch bist, mit dem ich bisher zu tun hatte. Alle anderen waren komisch oder maulfaul. Da musst du dir ja vorgekommen sein wie in so einem Horrorfilm. Ja. Fehlt nur noch Norman Bates. Gehörst du zu Stefans oder Marinas Familie? Weder noch. Ich bin ein alter Schulfreund von Stefan. Ah, ich bin mit Marina zusammen zur Schule gegangen. Das wäre ja fast ein Grund zur Doppelhochzeit. Dann kennt ihr euch schon ziemlich lange. Ja.
Aber es ist Jahre her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Früher nannte man uns Waldorf und Stettler. Naja. Nachdem Stefans Schwester den Unfall hatte, haben wir uns aus den Augen verloren. Ich wusste gar nicht, dass Stefan eine Schwester hat. Hatte. Ich hätte für ihn da sein müssen. Und konnte es nicht. Das tut mir leid. Ach, das muss es nicht. Ach, wen haben wir denn da? Du bist gekommen. Das freut mich wirklich mehr, als du dir vorstellen kannst. Wie ich sehe, habt ihr euch bereits bekannt gemacht. Annabel, das ist Bernd, mein ältester Freund. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Du scheinst dein Glück gefunden zu haben. Gerade du hast es verdient. Danke. Das von dir zu hören, bedeutet mir wirklich viel. Wow, lass dich ansehen. Du hast dich wirklich kaum verändert. Naja, aber aus dir ist ein richtiger Mann geworden. Übrigens, interessanter Ort für eine Hochzeit. Ist ein bisschen abgelegen und die Einheimischen sind irgendwie speziell. Alles verströmt so eine, wie soll ich sagen, rustikale Atmosphäre. Arkfeld ist Marinas Geburtsort. Du hast wohl immer noch kein Taktgefühl, oder? Tut mir leid, ich wollte nicht... War nur Spaß. Aber du hast recht. Arkfeld ist wirklich sehr weit ab vom Schuss. Die Menschen wirken sehr eigen, wenn ich das so sagen darf. Sie verreisen selten und verbringen den Großteil ihres Lebens hier. Das ist der Grund, warum kaum jemand diesen Ort kennt. Er spricht sich einfach nicht herum. Aber hat man sich erst eingelebt, ist es wie ein in Erfüllung gegangener Traum. Man fühlt sich frei und scheint an nichts gebunden zu sein. Als Stadtmensch weißt du, wovon ich spreche. Naja, du hast recht. Also, die Dinge manchmal etwas langsamer anzugehen, schadet keinem. Wie gefällt dir das Hotel? Oh, ganz gut. Ziemlich urig, so wie die Kneipe hier. Man merkt, dass du dich nicht wirklich wohlfühlst. Oder was meinst du, Annabel? Naja, man kann es Bernd wirklich nicht verübeln. Schließlich haben sie ihn im Hotel in die falsche Richtung geschickt. Ach, wirklich? Ich hätte dir eine Wegbeschreibung mitgeben sollen. Mein Fehler, alter Freund. Schon okay. Ich bin ja rechtzeitig angekommen. Schatz, ich muss dir unbedingt Bernd vorstellen. Bring was zum Anstoßen mit. Für mich nicht, danke. Aber das kannst du doch heute nicht ausschlagen. Nee, für mich kein Alkohol, bitte. Ich bitte dich, es ist nicht das Gleiche, als wenn du einen Wein oder so etwas nimmst. Bernd, endlich treffen wir uns. Ich habe schon so viel von dir gehört. Oh, ich hoffe nur Gutes. Natürlich. Es freut mich und vor allen Dingen Stefan hier, dass du kommen konntest. Ich hatte schon befürchtet, dass Stefan mich vergessen Also hat. bitte, mein Lieber, gute Freunde vergisst man nicht. Besonders dich nicht. Du musst unbedingt etwas von dem Wein probieren. Er stammt aus Konrads Kellerei. Ich muss noch fahren. Ja, okay, ein Schluck sollte wohl drin sein. Du meinst wohl eher ein Glas. Also dann, auf euch. Auf dass ihr auf immer und ewig zusammen bleibt. Ja. Oh. Schmeckt ja wirklich großartig, das Zeug. Alles gut? Ja, ich merke, wie mir das direkt in den Kopf schießt. Tja, man sollte es nicht unterschätzen. Zu viel davon kann ein Pferd umhauen. Glaub mir, Marina weiß, wovon sie spricht. Ich kenne jemanden, der seine Hochzeitsnacht alleine auf dem Sofa verbringt. War nur Spaß. Jetzt sag nicht, ein Gläschen haut dich um. Nein, tut es nicht. Ich hätte damit rechnen sollen, dass Schwarzgebrannte einige Umdrehungen mehr hat als Mainstream-Wein. Schwarzgebrannter? Lass das nicht Konrad hören. Als Weinliebhaber reagiert er bei Floskeln oder falschen Fachbegriffen sehr empfindlich. Also, du hast dich wirklich kein Stück verändert. Da ist ja das glückliche Brautpaar. Ich dachte schon, ihr wärt in der Besenkammer verschwunden. Wollten wir, aber da dachte ich, du hast dich schon mit einer der Brautjungfern belegt. Später vielleicht. Zuerst einmal wollte ich euch beiden ganz herzlich gratulieren. Und es tut mir leid, dass ich es nicht zur Trauung in die Kirche geschafft habe. Es gab noch so viel zu tun. Weil du wieder alles auf den letzten Drücker erledigen musstest. Schuldig im Sinne der Anklage. Bernd, das ist Nikolas, ein Freund von Marina und mir. Und Arkfelder, also sag besser nichts Falsches. Hey, freut mich. Willkommen in Arkwelt, Stadtmensch. Oh,
Jetzt schon so wackelig auf dem Bein? Der Abend ist doch noch jung. Bernd hatte gerade zum ersten Mal etwas von Konrads Wein. Den ist er nicht gewohnt. Oh, wir hätten dir sagen sollen, dass der etwas stärker ist als das gewöhnliche Zeug. Für Stadtmenschen wie dich wahrscheinlich das reinste Gift. Möchtest du nicht auch etwas zu trinken holen? Wir warten hier auf dich. Eigentlich? Danke, Nikolas. Die Argfelder halt. Jetzt hör auf damit. So ist er eben. Wollt ihr euch nicht vielleicht setzen? Ihr habt euch doch bestimmt viel zu erzählen. Ja, das hätten wir längst machen sollen. Allerdings, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, Stefan, dann erzähl doch mal. Wie ist es dir denn so ergangen? Hallo? Entschuldigen Sie, aber so spät empfangen wir keine Gäste. Aber ich habe bereits ein Zimmer bei Ihnen. Schließen Sie etwa abends immer so früh die Tür ab? Wusste nicht, dass wir einen Gast haben. Welches Zimmer sind Sie denn? Nummer 482. Wie gesagt, Nummer 482. 482. Natürlich. Jetzt, wo Sie es sagen, Herr Gröning, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Bin ich etwa der einzige Gast? Oder woher wissen Sie, wie ich heiße? Im Moment ist nicht viel los. Aber gerade sagten Sie doch, Sie wüssten nicht, dass überhaupt jemand ein Zimmer reserviert hat. Entschuldigen Sie. Ich bin etwas durcheinander. Ich brüte irgendetwas aus, vermute ich. Am besten, Sie gehen direkt auf Ihr Zimmer. Sonst stecken Sie sich noch an, Herr Gröning. Das wird wohl das Beste sein. Wie früh kann man hier auschecken? Sie können jederzeit auschecken, Herr Gröning. Die erste gute Nachricht, seitdem ich hier angekommen bin.
okay. Stefan, ich glaube, dein Stadtmensch wacht gerade auf. Sehr gut. Dann kann die Zeremonie endlich beginnen. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Zuerst möchte ich mich bei euch allen bedanken. Dafür, dass unsere Hochzeit so wunderschön war und dafür, dass ihr an dieser Zeremonie, welche eine große Rolle in meinem Leben spielt, mit teilhabt. Der größte Dank gilt meiner wunderbaren Frau Marina. Ohne sie hätte ich nie von dieser Möglichkeit erfahren und hätte wohl auch nie aus dem großen, tiefen, dunklen Loch, in dem ich saß, herausgefunden. Bernd, wenn du nichts dagegen hast, würde ich unseren Gästen gerne erzählen, warum du heute hier bist. Sag einfach nichts, wenn das für dich okay ist. Vielen Dank. Sobald etwas geboren wird, ist es bereits dem Tode geweiht. Denn die Uhr des Lebens läuft unerbittlich. Es dauert nur eine gewisse Zeit, bis auch wir zurück in die Erde müssen. Zurück in den fruchtbaren Boden, welcher von Mutter Natur geschaffen wurde. Doch der Boden hier in Arkfeld ist ein besonderer Boden. Hier können wir das richten, was vor der Zeit schiefgelaufen ist. Der Boden gibt uns das zurück, was uns vor der Zeit genommen wurde. Als Wiedergutmachung und um die Gesetze der Natur wieder in Einklang zu bringen. Die Zeremonie, die wir heute durchführen, steht im Namen von Agaku. Wir werden ein Leben opfern, um ein weiteres zurückzubekommen. Seht her und schaut auf diesen Mann. Er mag unschuldig wirken, doch versteckt sich unter seiner Maske ein Monster. Er war einst mein bester Freund. Doch durch sein verantwortungsloses Verhalten hat er mir und meiner Familie etwas genommen, was uns sehr wichtig war. Er tötete meine kleine Schwester. Monster. Trunkenheit am Steuer hieß es damals vor dem Gerichtsurteil, doch man entschied zugunsten des Täters. Es konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er zu viel Alkohol im Blut hatte. Er behauptete, dass er abgelenkt worden sei, dass meine Schwester für den Unfall verantwortlich gewesen sei. Doch das Schlimmste ist, dass meine Schwester hätte gerettet werden können. Doch anstatt dir aus dem Autowrack zu helfen, liefst du einfach davon, Bernd! Du schaffst das, Schatz. Sie wird bald wieder da sein und dann geht alles seinen richtigen Weg. Tut mir leid. Das Ganze nimmt mich noch einfach zu sehr mit. Heute werden wir meine Schwester zurückholen. Marina hat es euch Arkfällen oft genug gezeigt, dass diese Zeremonie wirklich funktioniert. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, nicht wahr? Bernd, das solltest du lieber in der Hand halten, Stefan. Danke, Nikolas. Im Namen von Agaku, bring zurück, was einst war. Und bring Leben in das, was tot ist. Maschka Sana. Tu es, Geliebter. Hör auf! Hast du meiner Schwester geholfen, als sie um Hilfe rief, als du dich nach dem Unfall aus dem Staub gemacht hast? Du hast das Richtige getan. Jetzt wird alles gut.
Magie, Rituale. Warum haben wir mich auf diesen ganzen Fantasy-Kram eingelassen? Das konnte doch nicht funktionieren. Es hat bisher immer funktioniert. Vertrau mir. Ja klar. Und was, wenn es diesmal schiefgegangen ist? Das kann doch passieren. Ist es aber nicht. Wie war das? Sollte sie das Antlitz nicht verändern? Ist das Ritual gescheitert? Ja, aber nur wenn das Opfer unschuldig war. Ja klar. Und wenn die beschworene Person nicht erscheint, ist das Ritual ziemlich sicher gescheitert, oder? Ich bin so am Arsch! Könntest du dich bitte ein bisschen zusammenreißen? Du nervst. Dir fehlt es an Geduld. Geduld? Ernsthaft? Weißt du, wie lange ich auf diesen Moment hingearbeitet habe? Stattdessen sitze ich hier rum und trinke eine Flasche nach der anderen, saufe mir Es einen ist zu. soweit. Hallo? Hörst du mir überhaupt Sie zu? kommt.